Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Ja Leute, wir kümmern uns heute mal um eine Gitarre von einem Hersteller, den wir hier schon des Öfteren gesehen haben. Es geht heute um die Lakewood A32 in einer Custom Edition. Ja, und fangen wir mal wirklich da an, wo es mich trifft, nämlich bei Emotion. Und da muss ich ganz klar sagen, es wird für mich bei dieser Gitarre schwer, heute das ganze Ding sachlich hier zu bearbeiten, weil ich die schon echt verdammt geil finde. Und wir fangen jetzt einfach mal an und ich versuche das Ganze erstmal so ein bisschen, sachlich hier zu präsentieren. Also, vollmassives Instrument wie alle Instrumente bei der Firma Lakewood. Ja, und die werden in Deutschland gebaut. Der Name ist vielleicht ein bisschen irreführend, weil man könnte meinen, Lakewood, könnte ein amerikanisches Unternehmen sein. Nee, Quatsch, Pustekuchen, die kommen aus Gießen. Das ist hier halt in Deutschland, in der Nähe von Frankfurt. Und da kommen die her und werden da eben gebaut. Diese A32 ist eine Custom, weil das ist nicht vergleichbar wie bei Gibson, dass zum Beispiel das Topmodell einer Modellreihe als Custom bezeichnet wird. Custom wird bei Lakewood dann benutzt, wenn die Gitarre für einen Kunden individuell angefertigt wurde, und das wurde diese hier. Das heißt, hier wurden wirklich Sachen dran verändert, so wie der Kunde das haben wollte, eben Custom. Also wir haben es hier mit einer A32 zu tun. Das ist erstmal, also lange Zeit war es die kleinste Lakewood-Gitarre, die sie im Programm hatten. Und hier in diesem Fall haben wir es mit einer Sitka-Fichte zu tun, Sunburst lackiert. Und ich finde eine sehr, sehr erwachsenes Sunburst, kein Kindergeburtstag-Sunburst, wie wir das von anderen Herstellern kennen. Sehr, sehr geil gemacht. Also wie gesagt, Basics sind Sitka-Fichte, 32, also hast du einen Buchstaben und die Zahl 32 bei Lakewood, bedeutet das indischer Palisander an Boden und Zagen. Wir haben also hier die klassische Verbindung, die man sich bei Gitarren so wünscht, nämlich Fichte, Palisander. Es gibt natürlich Fichte, Mahagoni und was noch alles gibt, aber Fichte, Palisander ist eigentlich so, das geht immer, weißt du? Fichte, Palisander geht normal immer. Verzierungen, Verschönerungen haben wir auch ohne Ende an dieser Klampfe. Fängt an mit einer Abalone-Rosette, also quasi zwei. Ja, also wir haben hier zwei Abalone-Ringe um das Schallloch rum. In der Mitte haben wir nichts. Das ist quasi fast untypisch. Alle meine Lakewoods vorher hatten hier drin, also entweder hatten sie hier einen Holzstreifen oder eben was in den Abalone-Dingern drin. Das finde ich sehr selten. Und was ich noch seltener finde bei Lakewood ist, wir haben es hier nicht mit einem Holzbinding zu tun. Das ist allerdings aufpreispflichtig bei Lakewood. Das muss man hier ganz klar sagen. Standardbinding bei Lakewood ist Holzbinding. Ja, dieses Kunststoffbinding, was jetzt hier ist, weißes Kunststoffbinding um Boden und Zagen und Decke und hier hinten nochmal ein Streifen drin, das kostet bei Lakewood extra. Ja, das muss man ganz klar mal erwähnen. Genauso wie die Rosette kostet extra, genauso wie die Lackierung kostet extra. Ich weiß damals nicht, ob Sitka, Fichte, weil die Gitarre ist jetzt schon etwas älter, ich kann nicht so sagen, von wann die ist. Ja, also die Gitarre ist von Januar 2007, also die ist schon wirklich etwas älter, was man der Klampfe definitiv nicht ansieht. Trotzdem kann ich euch nicht sagen, ob Sitka-Fichte damals aufpreispflichtig war oder ob das die ganz normale Standardfichte war, die man einfach dabei geschenkt bekommen hat, wenn man sich so eine Klampfe gekauft hat. Ja, dann sind natürlich die Sachen, die bei Lakewood quasi fast immer verbaut werden, es sei denn, man möchte wirklich was anderes haben. Dann haben wir hier mit nämlich Ebenholzsteg, Knochensattel, völlig klar, und Ebenholz-Griffbrett, Mahagoni-Hals, in diesem Fall hier übrigens ohne Inlays, was ich extrem hart geil finde, in dieser Verbindung hier aus Hölzern und Lackierung und Optik und so. Der schlichte Hals finde ich richtig, richtig nice. Wir haben hier oben Punkte, die zur Orientierung des Spielers dienen, 5, 7, 9, 12. Und das zeigt uns auch eben an, dass wir es hier mit einer 12er Bundgitarre haben. Was bedeutet das? Mensur ist die gleiche, also normalerweise der Standardübergang bei Gitarren ist in der Regel, also bei Western-Gitarren, 14. Bund. Können wir einfach mal so hinnehmen, und dann gibt es immer wieder Ausnahmen. Es gibt die 12. Bund-Ausnahme zum Beispiel, die sich in manchen Bereichen der Western-Gitarre wirklich als quasi fast Standard dann wieder durchgesetzt haben. Also sagen wir so, große Gitarren in der Regel 14. Bund, relativ kleine Gitarren eigentlich auch 14. Bund, aber schon mal häufiger 12. Bund. Und das bedeutet eben, also Mensur ist die gleiche, der Hals ist einfach nur um 2 Bünde reingerutscht. Das heißt, du hast die gleiche PS-Zahl an Druck, die da rauskommt, wie 14. Bund Gitarre, aber eben 12. Bund. Das bedeutet für dich, dass du halt einfach viel leichter spielen kannst.
wenn du relativ klein bist. Wenn du natürlich jetzt Dirk Nowitzki bist, dann hast du natürlich Probleme, weil deine Arme viel zu lang sind. Dann wirst du wahrscheinlich eher eine 14. Bundgitarre haben wollen. Aber ich bin eigentlich ein Zwerg und ich mag das echt gern, wenn ich eine 12. Bundgitarre habe, weil das dann alles schön nah zusammen ist und sich das Ding einfach geil spielen lässt. Ja? So sieht es nämlich aus. Wir haben auch um den Hals ein weißes Kunststoff-Binding und hier oben das Binding geht auch um die mit Palisander verzierte Kopfplatte rum, ne? Also das Binding hier rum, und auf der Rückseite haben wir nichts und wir sehen dann unseren Mahagoni-Hals. Ja, wir haben es hier oben auch mit einer Fensterkopfplatte zu tun. Ziemlich nice. Ne? Das unterstreicht die Optik in allen Bereichen, dass es sich nämlich hier um eine echt schön klassische Gitarre mit modernen, ja, so Raffinessen, könnte man fast sagen, handelt. Ne? Die Mechaniken, ich habe mit Lakewood Kontakt gehabt, warte, ich hole mal kurz mein Fußbänkchen hier ran. Die Mechaniken hier oben sollen Schaller M6 sein, ja? Gehe ich auch von aus. Einzige Ding ist, die haben 2007, wurden die als Gold verkauft. Ja? Also das sollten Gold-Hardware sein. Und ich suche hier die ganze Zeit Gold. Und dann, wenn ich da mal so richtig drauf gucke, dann sehe ich, ey, klar, ey, da war mal Gold, das wurde aber mittlerweile mit der Zeit abgegriffen. Das heißt, es sind jetzt silberne Mechaniken. Aber es waren mal Schaller M6 Gold, es sind jetzt Schaller M6 Silber. So, ganz einfach. Ja, das war jetzt mal ein bisschen Gezupfe. Wir gucken mal, wie sich das Ding einfach im Strumming anhört. Und zwar machen wir das Ganze jetzt mit einem Pleck. Ja, das waren die klanglichen Ergüsse zur Lakewood A32 Custom. Ja, werksmäßig ist hier ein Ton immer reingekommen, und zwar war es der Sonic
irgendwas Tonheimer. Also da steht drauf, ich habe dieses Lakewood Custom Shop Papier, wo halt alles draufsteht, was eben in dieser Gitarre verbaut wurde. Und da steht jetzt einfach nur Sonic Pickup System. Der Vorbesitzer hat das ausgetauscht gegen Ella Becks Elements. Und das ist auch das Tonabnehmer-System, was heute aktuell in diesen A32 Gitarren verbaut werden kann. Ja, das heißt, wir werden den Tonabnehmer hier absolut gar nicht behandeln, weil wenn wir diese Gitarre jetzt auch richtig reviewen wollen würden, dann müssten wir es nämlich auch mit diesem Sonic reviewen, so wie sie damals gekommen ist. Das heißt, ich mache hier ein extra Video nur über diesen Tonabnehmer und vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen, wie sich dieses Ella Becks Elements System anhört, auch außerhalb von dieser Gitarre. Ja, also ohne diese Gitarre in Bezug zu haben. So, das meine ich. Ne? Die Gitarre hat eine Sattelbreite von 43 mm. Stimmt das? Ja, stimmt. 43 mm. Hört sich in der Tat wirklich sehr wenig an und ist damit auch wirklich einer der dünnsten Hälse, die ich habe. Aber was mir wirklich immer wieder auffällt, bei kleinen Western-Gitarren, da finde ich schmale Hälse echt okay. Die Gitarre ist handlich, also sagen wir mal so, die Gitarre, die ich am meisten spiele, ist eine Yamaha LJ26. Diese Gitarre hat eine Sattelbreite von 44,5 mm und das empfinde ich auch als die ideale Sattelbreite. Ja, damit kannst du alles machen, es ist alles total bequem. Du hast einen Platz für deine Finger, um Fingerstyle-Geschichten zu spielen, auch wenn du jetzt nicht der Mega-Profi bist und auch wenn du ein bisschen dicke Finger hast, geht das auch. Diese 43 mm Sattelbreite ist mir auf großen Western-Gitarren zu klein. Ja? Auf kleinen funktioniert das. Ich weiß nicht warum, ich kann es mir nicht erklären. Vielleicht, weil sowieso alles etwas handlicher und kleiner ist. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall funktioniert es also für mich auf jeden Fall, bei kleinen Western-Gitarren. Ja, dann kommen wir auch mal kurz zu dem Zustand dieser Klampfe. Also ihr wisst jetzt mittlerweile, dass die von 2007 ist. Und zwar von Anfang 2007, das heißt, sie hat wirklich schon echt ein paar Jahre hinter sich. Ne? Und ich zeige euch das mal. Die hat eine Stelle. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Ich hoffe, dass man es erkennen kann. Hier auch schon im Video, weil sonst brauche ich nämlich kein Foto einblenden. Wir haben hier oben eine kleine Druckstelle. Da ist weder der Lack gerissen, noch irgendwas. Es ist einfach nur eine kleine Druckstelle. Die hat doch hier so ganz klein, also wirklich ganz fein. Plektrumspuren hat sie quasi nicht. Ja, also diese Gitarre wurde, und da gehe ich von aus, fast ausschließlich mit Fingern gespielt. Einfach kleine Korpusform. Was willst du damit sowieso? Damit erschreckst du sowieso keinen. Ne? Also wenn du laut spielen willst, laut wird das nicht. Also im Vergleich zu einer Dreadnought. Ne? Also runtergeschrumpfen machst du wahrscheinlich eher mit einer Dreadnought als mit so einer kleinen Gitarre. Die hat hinten natürlich so ein paar, ja, sagen wir einfach Spielspuren. Aber der Zustand ist echt krass. Ne? Also ohne Spaß. Da sind keine großen Macken dran, keine Abplatzer oder irgendwas. Wirklich ein echt tolles, schönes Instrument. Die Buntstäbchen haben keine Riefen, ja, ob die jetzt schon mal abgerichtet wurden oder nicht, kann ich euch nicht sagen, weiß ich nicht. Aber würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass die schon abgerichtet wurden, weil das wäre sonst gruselig. Das wäre wirklich gruselig, wenn die wirklich in diesem 1A-Zustand vom Werk aus sind, noch von 2007, weil dann hat die wirklich keiner gespielt. Aber ich gehe mal davon aus, dass sie schon mal abgerichtet. Ich kann es aber nicht erkennen, das ist das Problem. Sonst würde ich es euch sagen. Eine kleine Stelle an der Gitarre, es ist ein bisschen, ja, suboptimal vielleicht. Und zwar hier unten, das werdet ihr wahrscheinlich so jetzt gar nicht erkennen. Und zwar unterm Gurtpin hat die da da irgendwo, so eine kleine Erhöhung. Das liegt daran, dass da mal ein zweiter Gurtpin drin war, der dann nachher wieder zugemacht wurde. Stört natürlich in keinster Weise beim Spielen, es fällt halt einfach irgendwie auf, wenn du es weißt. Wenn du es nicht weißt, merkt es wirklich gar keine Sau. Also hier unten habt ihr jetzt auch schon gesehen, Einschub für die Batterie, ne? 9 Volt Block Batterie geht da rein. Und ja, dann sind wir jetzt hiermit durch mit der Lakewood A32 Custom. Sitka Fichtendecke, Sunburst Lackierung, Fichte Palisander, ja, Ebenholz-Griffbrett, dieses ganze übliche Fensterkopfplatte. Extrem geil bei dem Instrument. Und weißes Kunststoff-Binding und Abalone-Rosette. Das sind, glaube ich, so die härtesten Specs von der Gitarre. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video hier, Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video hier zur
Gitarre gefallen? Also sie ist definitiv eine Gitarre, die ich sehr stark ins Herz geschlossen habe und eine extrem geile Gitarre, die ich sehr, sehr mag und die sich wirklich extrem leicht bespielen lässt. Moment, eine Sache machen wir noch. Und zwar ist das Seitenlage wollte ich sagen. Und zwar haben wir hier am 12. Bund auf der dicken E-Seite eine, ja, ich würde sagen, ich mache euch ein Foto. Ja, Seitenlage würde ich sagen, irgendwas zwischen 1,5 und 1,75 mm. Das ist wirklich extrem krass niedrig. Das gleiche würde ich auch behaupten an der dünnen E-Seite. Ne? Also wirklich extremst flache Seitenlage für Fingerstyle und diese ganzen Zupfgeschichten. Mega genial. Um hart Akkorde zu schrumpfen, bisschen niedrig. Ab und zu mal schnarrt die, aber dafür ist die, dann würde ich mir sie halt ein bisschen höher stellen. Ne? Also das ist natürlich klar. Ich spiele damit meistens so ruhige Fingerstyle-Geschichten und dafür ist es wirklich ideal, so eine flache Seitenlage zu haben. Macht mega Bock, die Klampfe. Für euch, wenn ihr da draußen irgendwie an der Lakewood A32 irgendwie vorbeikommt, es muss ja jetzt nicht unbedingt so eine Custom Edition sein oder so, guckt euch sie mal an. Wirklich extrem geile Gitarren. In diesem Sinne wünsche ich euch, ja, ich weiß gar nicht, wann kommt das Video raus. Wir haben jetzt 23.12. Ich weiß nicht, wann ich es hochlade. Ich wünsche euch erstmal einen guten Rutsch, weil vor Weihnachten wird es ja nicht mehr kommen. Haut da rein, bis nächstes Jahr, abgehen, ciao.